Windows 11 ist da und für einige von uns stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob man Windows 11 installieren sollte, entweder weil man sich einen neuen Rechner geholt hat, wo es vorinstalliert ist, oder weil man leichtfertigerweise beim Upgrade-Dialogbildschirm auf OK gedrückt hat. Für alle, die also nicht mehr um Windows 11 herumkommen, haben wir einige Tipps zusammengestellt. Unter Windows 10 kann die Emoji-Tastatur mit der Tastenkombination Windows und Punkt aufgerufen werden. Das Ergebnis: eine Liste an Emoji, Kaomoji und Sonderzeichen, die man nach Herzenslust in Dokumente einfügen kann. Mit Windows 11 wurde diese Funktion erweitert. Daneben gibt es nun eine Tastatur für GIFs und der Zwischenablageverlauf. Der Zwischenablageverlauf ist besonders spannend. Mit ihm können mehrere Dinge kopiert und später woanders wieder eingefügt werden. Beim Einfügen tippt man statt STRG V auf Windows und V und schon hat man die letzten kopierten Einträge in der Übersicht. Ein Feature, auf das man bei Windows lange warten musste, ist ein Paketmanager. Damit können mit einem einzelnen Kommando zahlreiche Programme installiert werden. Mit Windows 11 wird nun Winget mitgeliefert. Wie es funktioniert? Einfach die Kommandozeile öffnen und Winget eintippen. Mit dem Search-Kommando können Programme gesucht und mit Install installiert werden. Jetzt braucht man also nicht mal mehr Edge, um Chrome herunterzuladen. Bereits unter Windows 10 gab es eine integrierte Spracherkennung, mit der man Texte diktieren konnte. Diese wurde nun verbessert. Sie bietet nun auch automatische Interpunktion an. Mit der Tastenkombination Windows und H kann die Diktierfunktion aktiviert werden. Trotz der Verbesserung sollte man aber weiterhin auf das Gegenlesen nicht verzichten. Gut zu wissen, die Spracherkennung funktioniert nicht auf dem Gerät selbst, es wird also eine Internetverbindung vorausgesetzt und die Sprachdaten werden von Microsoft ausgewertet. Das Feature ist also vielleicht nicht für jeden zu empfehlen. Inspiriert von den Schnelleinstellungen unter Android oder iOS hat Microsoft die eigenen Schnelleinstellungen umgestaltet. In einer zentralen Anlaufstelle gibt es hier Lautstärke, Helligkeit und Netzwerkoptionen an einem Ort. Will man schnell darauf zugreifen, kann man die Tastenkombination Windows und A benutzen. Eines der ersten vorgestellten Features von Windows 11 sind die Snap Layouts, eine Erweiterung der bisherigen Arrow Snaps. Fenster können nicht nur an den Rand geschoben und damit an die Bildschirmgröße angepasst werden, sondern über den Maximieren-Button auch in verschiedenen Größen positioniert werden. Ein Shortcut hat diese Funktion auch: Windows und Z. Will man Windows 11 in der Home-Variante installieren, wird man zum Login mit einem Microsoft-Konto aufgefordert. Das ist erstmal schade, heißt aber nicht, dass man das nicht auch irgendwie umgehen könnte. Ist man einmal angemeldet, können in den Einstellungen unter Konten auch weitere Benutzer ohne Benutzerkonto hinzugefügt werden. Nach einem Klick auf Konto hinzufügen öffnet sich das übliche Microsoft Login Pop-up. Dort auf Ich kenne die Anmeldeinformationen nicht und danach Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen. Danach nur noch das neue Konto zum Administrator ernennen und schon hat man einen vollwertigen lokalen Account. Zugegeben, diese Funktion gibt es auch schon unter Windows 10, da sie aber nur wenige kennen, nennen wir sie auch an dieser Stelle. Das Snapping-Tool ist ein nützliches Programm, um Screenshots zu erstellen. Um es schnell aufzurufen, reicht ein einfaches Drücken der Tastenkombination Windows, Shift und S. Okay, das war jetzt nicht ganz so einfach, deshalb gibt es noch einen zweiten Weg. In den Einstellungen kann unter Barrierefreiheit und Tastatur eingestellt werden, dass ein Tippen auf die Drucktaste reicht, um das Snipping-Tool zu öffnen. Der gewählte Bildschirmausschnitt landet dann wie gewohnt in der Zwischenablage. Mit einem Druck auf die Notification kann auch direkt das Snipping-Tool geöffnet werden. Das waren einige Tipps für Windows 11. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also außer, dass man mit dem Upgrade vielleicht noch etwas warten sollte, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.